Guten Morgen, liebe Freunde des besten Kanals hier auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die schönsten Spezialgäste. Hier wieder einmal Dana Rolle neben mir und... Ist der Mops auch da? Nee. Nein, der ist schon abgehauen. Der hatte keinen Bock mehr. Der sieht nämlich, dass wir hier rumschreien und uns nicht um ihn kümmern. Da haut er sofort ab. Ja. So, es ist mitten in der Woche, habe ich gehört. Hast du richtig gehört? Gott sei Dank. Mittwoch. Und ich hoffe, es geht wirklich ganz schnell ins Wochenende, denn ich halte es nicht mehr aus. Wieso? Es ist richtig schlimm. Worauf wartest du denn? Sag ich nicht. Lass dich überraschen. Gehen wir zum Koreaner. Wenn er endlich mal Plätze für uns hat, sehr, sehr gerne. Oh, ich rufe da morgen früh an. Ja, wir gehen ja sehr gerne, hier in Köln zum Koreaner, zum Bock auf Kimchi. Zum Goji Matcha. Gogi. Gogi? Gogi. Gogi? Ja. Gucci. Gogi Matcha. Gucci. Gucci Matcha. Gogi Matcha. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber irgendwie ist es neuerdings sehr, sehr schwer, dort einen Tisch zu bekommen, wenn man mal spontan hingehen möchte. Ja, und selbst wenn man sich Zeit nimmt, um zu reservieren, dann dauert es doch sehr lange, beziehungsweise muss man sehr lang vorher das Ganze schon organisieren. Und wir sind eher so Menschen, die das spontan brauchen. Ja. Aber ich will unbedingt mal... Ich muss auf Koreanisch lernen, wie man einen Tisch reserviert im Restaurant, weil ich bin echt davon überzeugt, dass sie das machen, weil ich Deutsch rede. Wenn ich Koreanisch reden würde, glaube ich, würden wir einen Tisch kriegen. Oder würden die Chancen besser stehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass... Du hast letztes Mal auch geschimpft wie sonst was, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Es ist tatsächlich einfach wirklich sehr viel los in dem Laden mittlerweile. Weil es ist, ja, wir haben es letztes Mal auch versucht, mit Jan und Anna wollten wir essen gehen, da war dann leider voll, aber gut. Das ist dann unser Problem und wir gucken, dass das in Zukunft besser läuft, aber falls ihr mal in Köln seid, guckt gerne im Gogi Matcha vorbei, ist direkt am Hauptbahnhof und ladet uns gerne ein, damit ihr nicht nur unsere Tische wegnimmt, sondern wir auch was davon haben. Ja. Nee, also wirklich ein guter Laden. So. Heute. Heute gibt es von BAP. BAP. Ich wundere mich immer, dass bei solchen, wenn so abgekürzte Sachen sind, ja, da haben die ja dann immer nach dem ersten einen Punkt, nach dem zweiten Buchstaben einen Punkt. Nicht. Beim letzten dann auf einmal nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die das sehr oft vergessen oder ob die das einfach aus, sage ich mal, ästhetischen Gründen. Ja, weil es dann symmetrisch ist. Ja. Aber. Und ja. Naja, gut. Wir hören mal rein in Wake Me Up. Auch sehr, sehr viel und sehr oft gewünscht. Wake Me Up und Hands Up haben wir bei uns fett in der Liste stehen. Und wir dachten, wir machen endlich mal Wake Me Up von Wham. Danke, los geht's. Oh. Mhm. Wieso immer Shein? Kannst du mir das mal erklären? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf der Seite von denen. Ich wusste nicht mal, dass es die überhaupt noch gibt, bis ich bei dir immer die Werbung gesehen habe. Jedes Mal. Ich muss mich langsam von denen bezahlen lassen, weil die jedes Mal bei mir in den Videos auch noch erscheinen. Das kann ja nicht sein. Da muss man von vorne anfangen, weil diese Werbung nervt. Das Vocal auf jeden Fall. Und was ist da für ein Effekt auf seiner Stimme? Ja, so ein bisschen Radioeffekt-mäßig, also auf jeden Fall eben EQ'd, also mit dem Equalizer die Frequenzen weggeschnitten oder angepasst, vor allen Dingen eben die Höhen und die Tiefen und dann wahrscheinlich vielleicht sogar noch so ein leichter Verzerrer drauf, also wie so ein Distortion, so ähnlich wie bei einer E-Gitarre und dann natürlich so Dinge dann wie ein Kompressor, Limiter, sowas. Okay. Na, am Anfang ist auch Mono zu hören, da kann man auch ganz klar einen Unterschied. Stimmt. Und dann ab dieser Einstelle ist er dann wirklich sogar noch in Stereo. Zwar auch noch das Monosignal in der Mitte, in den Main Vocals, aber rechts und links kommen dann nochmal Stimmen hinzu, die unisono, also im selben Ton, das Ganze dann mitsingen. Mono, Stereo. 날 찾아내야 해 한계를 뛰어넘어 이대로 멈출 순 없어 Bring me up, bring me up Wake up, weed, transport time
어느새 그 순수했던 내는 컸어 이제 내가 불안한 사회 주체겨워 새로운 나와 이야기를 낙원을 사내 가슴이 Ja, also genau. Eben hier schön dann harmonisch nochmal unterlegt, die Akkorde dann gespielt mit einem schönen Synthesizer einfach. 내 가슴에 쏟아 난 건 바꿀 수 없는 life 우리 현실이란 가마솥에 죄란 너 삼은 건 통이해 내가 할 수 있는 건 맞은데 불어나는 너내 게임에 왜 이렇게 행복까지 lane You every like 그 마시는 거 자신 내내 또 다른 날개와 걷혀 있던 희미한 불빛 Wake me up 눈을 떠 Yeah wake me up 다 늦기 전날 일으켜 새로워진 내 심장 속달림 Wake me up 소리쳐 Yeah wake me up 런치 파티 하나 둘씩 또 맞춰간 게임 Wake me up, wake me up Ja, wie fandst du die Hook jetzt? Es läuft so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen über. Also man hat nicht so einen richtigen, ja, so eine kurze Pause vielleicht. Oder es hebt sich nicht so ganz so sehr vom Verse ab, finde ich. Stimmt, es läuft einfach so durch eher. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde den Song gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie holt es mich auch gerade, also packt es mich jetzt nicht so, dass ich sage, mega krass. Weil es, glaube ich, nicht so direkt mein Musikgeschmack, mein Genre ist. Ja. Wake me up 지금의 날 믿어 나를 향해 던진 물음표 없는 그 Das Hauptinstrument, was ja auch wirklich durchspielt, was quasi ja wirklich die Hauptrolle hier spielt, harmonisch auch vor allen Dingen ist die E-Gitarre, ne? Die hören wir vor allen Dingen eben ganz rechts und links auch richtig gesplittet. Da ist nichts in der Mitte von dieser E-Gitarre. Das hört man am besten wirklich mit den Kopfhörern. Müssen nicht diese sein, aber ihr habt nicht danach gefragt. Das steht auf jeden Fall unten drin verlinkt. Es wird, glaube ich, dem nächsten Meme so keiner Doppelpunkt nichts und dann, ja, ihr braucht bestimmt diese Kopfhörer. Nichts. Ja, aber sie sind wirklich, ich habe gestern Abend auch das erste Mal mit diesen Kopfhörern an meinem Handy Musik gehört, weil ich da so ein paar Übungen gemacht habe für Gehörbildung und so weiter, Ear-Training. Und ich muss sagen, das war irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil ich fand den Sound so gut, dass ich dann wirklich dann auch einfach mal nochmal meine Spotify-Songs durchgehört habe. Übrigens meine Spotify-Playlist, Weekly Top 20, weil ich habe die auch, genau die, witzigerweise, wirklich, ich erzähle keinen Scheiß, ich habe auch genau die mir auch angehört, weil ich die Songs schon ein paar Mal gehört habe auf verschiedenen Anlagen. Ja. Auch hier im Studio, über so eine Kompaktanlage und so weiter. Wo noch am Laptop habe ich die auch gehört, die Songs. Das ist immer sehr wichtig, auch für einen Engineer, für Mixing und Mastering, dass man die Sachen an verschiedenen Anlagen hört und die überall gut klingen. Aber es war wirklich nochmal eine andere Erfahrung, die Songs gestern Abend im Bett mit dem Handy, dunkel und so Ruhe und dann die mit den Kopfhörern auf. Wenn man dann auch so auf die Musik richtig konzentriert ist, weil einen sonst nichts ablenkt. Ja, also auch visuell war man dann halt nicht abgelenkt, glaube ich. Vielleicht deswegen dann auch entspannt einfach und auch von der Lautstärke her gar nicht so laut gehört. Aber es war richtig so, wieder so ein richtig schönes Gefühl so auf der auditiven Ebene, dass man so dachte so, echt schön. Also hat mir richtig gut gefallen, weil ich im Bett sonst nie Musik höre oder sehr früher viel als Jugendlicher, aber mit so einfachen Kopfhörern, so, was man halt damals so hatte. Aber eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achso, die Kopfhörer. Naja. Ja, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut und bequem. Das finde ich wichtig. 정신 바짝 차려 놓지 보삼킨 착각 회색백간 도시들의 탁한 공기와 차가워진 옮김 썩어 빠진 내와 척추의 옹지 차갑게 타락해버린 진실 분열된 주체 속의 껍질 Free love Hast du ja auch schon schön diesen Was? Und der leitet schon ein, dass jetzt der nächste Part dann gleich kommt. Ne? Also es sind so kleine Details hier, die sowas dann... Und das ist das Einzige dann. Da ist so ein richtig... Da ist schon ein Pre-Chorus und ein Pre-Hook, aber der hebt sich nicht so richtig vom Verse ab und der wird nicht mal ein bisschen leerer oder so. Das ist halt, nach den Mainstream-Formeln macht man das eigentlich schon gerne. Ich finde, es ist aber auch für ein Verständnis für einen normalen Hörer irgendwie auch angenehm,
wenn man das macht. Man muss es natürlich nicht machen. Aber ich finde, dass dadurch der Refrain sich leider ein bisschen zu wenig abhebt. Ne, der ist ein bisschen zwar weniger und die Kick macht dann und er rappt dann noch drauf. Kurzer Alarmsound, bevor es losgeht. Oh. Und sind jetzt alle tot, die da liegen? Nee, die schlafen, oder? Und das sind Würmer hier im Essen und so. Also die Story und die Message ist auf jeden Fall nicht ohne. Emotion Revolution. Ja, so ein Instrumental-C-Part hier. Ja. Das ist aber, glaube ich, echt mit dem Vocal gemacht. Geht von links, dann hört man es rechts und dann wieder links. Ich glaube, es ist mit dem Vocal auch gemacht, ne? Echt? Irgendwie so. Ja, das ist ein Klavier. Ich glaube nicht ein Ton, es dürfte sogar wahrscheinlich ein Dreiklang sein. Der, wenn man den anspielt, klingt der aus. Und wenn man. Naja, wenn du ein Klavier ja drückst, aber das ist reversed. Also rückwärts. Okay. Umgekehrt. Und so kann man den dann quasi als Riser dann benutzen. Ja, und normalerweise wäre es. Und dann, wenn du es einfach reverse machst, dann ist es. Mhm. Okay. Und richtig Subdowner noch. Aber krass, dass die so einen Instrumentalpart drin haben. Sowas hatten wir jetzt, glaube ich, noch nie, oder? Also so ein Dance-Part mal. Das kommt. Ja gut, aber das ist ja auch ein Instrumentalpart so gesehen. Ja, aber irgendwie finde ich das hier nochmal anders. Ne, zweistimmig hier, das Wake Me Up. Deswegen hat das so einen besonderen Klang. Ja, jetzt. Hier schön Reverb noch auf die Hus. Ja, so jetzt am Ende fand ich es cool. Jetzt am Ende richtig cool. Die letzte Hook war mega geil. Weil vorher dann nämlich auch der Break ist. Na, hier, das macht man, ja. Man kann das natürlich auch im C-Part machen, oder man macht das ja auch gerne im C-Part, dass man einfach so einen Stimmungswechsel hat oder so einen Themenwechsel so ein bisschen, dass man wie die andere Seite der Münze einfach nochmal kurz zeigt, damit aber auch einfach auch ein Kontrast dann zur Hook ist. Und man hört das hier musikalisch, fühlt man, dass der gerade was anderes vielleicht ausdrücken möchte oder vielleicht mehr Energie da jetzt gleich kommt. Ja, aber auch der Break.
Und hier ist nämlich eine kurze Pause drin, mit zwar auch so ein paar kleinen Sounds drin. Der Subdowner war vorher auch schon drin, also dieses Also dieses Alarmding. Ne, und so sitzt das dann doch noch mal ein bisschen mehr. Ja. Und weil das, was direkt vorher spielt, auch ein bisschen, doch ein gutes Stück nochmal anders ist, als was dann letztendlich in den letzten Hook kommt, finde ich, wirkt die Hook dann ganz anders direkt. Macht direkt viel mehr Bock. Ja, ist auch mehr powerful, also einfach, weil auch gesanglich nochmal mehr passiert. Ja, das sowieso. Aber ich glaube nicht, dass es nur wegen dem Gesang ist, sondern glaub auch ich wegen dem auch. ganzen Aufbau Ja. vorher. Kann gut sein. Ja, ich habe auch das Gefühl, die Drums klingen tatsächlich so, als ob man die... Also, die könnten auch wie, von einem Drummer tatsächlich eingespielt sein. Echt? Also von einem... nicht programmiert. Ja, vielleicht... Ist es eine Band? Weißt du das? Nein, weiß ich leider nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es tatsächlich auch eine Band sein könnte, weil die Drums so klingen, als ob den Drummer eingespielt hätte. Vielleicht auch programmiert oder an Pads oder an einem E-Drum-Set. Das gibt es natürlich auch. Aber auch, weil die Gitarre das Rhythmische zum Beispiel dann spielt. Das ist ja das Hauptelement, hatte ich schon gesagt. Bis auf den, schon synthetischen Bass, ist jetzt halt kein E-Bass. Ich weiß nicht, es hat schon so einen Band-Charakter tatsächlich, den Song. Und dann später kommen halt zwar schon viele Synthesizer zwar dazu, aber vielleicht sind die ja im Ursprung tatsächlich eine Band. Schreibt es in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch das, wie das Schlagzeug nämlich spielt, also auch die Patterns, die sind sehr so typische Pop-Rock-Drum-Patterns, die gespielt werden. Cool! Trotzdem gute Nummer. Ich fand's, wie gesagt, die Hook wurde erst ganz am Ende richtig cool, ist aber so eine, eigentlich eine Arrangement-Geschichte. Das ist jetzt nichts, das heißt nicht, dass das Songwriting oder so schlecht wäre oder die Produktion, das ist echt nur das Arrangement. Die werden das aber schon natürlich aus ihren Gründen getan haben. Ja, aber mit der Message, die Message fand ich aber sehr gut, muss ich sagen. Da kann man auf jeden Fall sich mal Gedanken drüber machen. Ja. Ja, vor allen Dingen aktuell, sehr aktuell. Das Video ist ja schon älter tatsächlich, aber witzig, dass das Thema halt einfach immer noch passt. Stimmt. Ja. Das passt noch richtig gut. Perfekt. Es wird wahrscheinlich sogar noch leider immer mehr passen. Ja. Gut. Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne bei der Ehrenfrau vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal und hat am Sonntag ein Video hochgeladen. Es geht um dein Studium. Was hast du studiert? Mode- und Designmanagement habe ich studiert. Ja. Also für alle, die sich für Mode interessieren und vielleicht wissen wollen, wie so ein Studium in die Richtung aussehen könnte, come to me. Yes. Sie hat es sogar erfolgreich abgeschlossen, darf man behaupten, und sitzt jetzt hier bei dem besten Produzenten der Welt. Im Keller. So teuer. Oh, so war das nicht gemeint. Im Keller. Und was wollte ich noch sagen? Guck dir das mal an. Ich kann ja wohl dankbar sein, dass ich hier sitzen darf. Und das ist nur die eine Hälfte. Ja. So, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, wie findet ihr die neue Kameraperspektive? Schreibt es mal in die Kommentare. Und tschüss.